Bridging the Physical and the Digital. Wer ist Fountain? Gegründet haben wir das Unternehmen im August 2022 und zwar gemeinsam mit einem strategischen Investor, einer Familienstiftung. Worum ging es dabei? Ich bringe es relativ gleich auf den Punkt. Tokenisierung von Real-World Assets. Was haben wir versucht umzusetzen und was haben wir umgesetzt? Was ist real geworden? Was ist nicht eine Fiktion, sondern was ist wirklich da? Unsere D-App. Aber was wollen wir? Klassisches Asset Management. Im Grunde genommen Kuratieren von Assets. Wer soll das machen? Wir? Wir sind letztlich Aggregatoren. Das Asset Management funktioniert faktisch bei Ihnen. Mit Ihrem Telefon, Ihr eigenes Asset. Real-World Asset transformiert in einen Token. USP, jetzt kommt natürlich die Werbung in eigener Sache. Innovations- und Umsetzungskraft. According to own assessment? Nein. Tatsächlich bescheinigt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung zweifach. Für Innovationskraft, was Smart Contracts anbelangt und für Innovationskraft, was Rechtsfortentwicklung anbelangt. Datenschutz, Blockchain. Darüber hinaus MiCA, der regulatorische Rahmen. All das ist das, was wir zum Gegenstand genommen haben, was uns nach Brüssel geführt hat, warum wir im EU-Parlament mit diversen Personen gesprochen haben, warum wir versuchen, all die Leute, all unsere Netzwerke zusammenzubringen und genau das zu bündeln, was wir können, nämlich unsere Kraft in einem großen Netzwerk. Zu mir wirklich nur ganz, ganz kurz. Im wohlwollenden Freundeskreis als die Quadratur des Bösen bezeichnet, Rechtsanwalt und Investmentbanker. Schlimmer geht es im Grunde genommen gar nicht. Ich sehe es anders. Was ich gemacht habe, ist im Grunde genommen nichts anderes, als irgendwann in Frankfurt für Großkanzleien zu arbeiten und ein bisschen umherzukommen, um mich mit dem Aufsichtsrecht zu befassen. Relativ dröge, wahnsinnig spannend. Es gibt kaum eine schnellere Entwicklung, Nina. Ja, die MiCA ist hervorragend. Jeden Tag, du liest etwas, denkst auf der Höhe zu sein, einen Tag später bist du rechts und links überholt. Und genau das passiert. Regulierung von Finanzdienstleistern, Fonds, genau die habe ich beraten. Geschlossene Fonds, das was gesagt wurde. Wie bepreise ich ein Asset, das keiner versteht? Kann ich überhaupt einen geschlossenen Fonds konzipieren? Wenn ja, was passiert? Ich lege einen auf und wie refinanziere ich ihn? Ich lege einen neuen auf. Illiquidität wird dadurch mitigiert? Mitnichten. Das passiert auf keinen Fall. Einen offenen Fonds zu konzipieren, auf Grundlage welcher Daten will ich denn einen Index stellen? Kapitalmarktrecht, Strukturierung und besondere Interessen. Kurz zusammengefasst, ich befasse mich mit dem Thema initiativ angestoßen im Grunde nur durch einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Vor vielen, vielen Jahren wurde zusammengebracht die Blockchain-Technologie und Medizin, onkologische Präparate. Worum ging es? Am Ende soll ein Medikament herauskommen, das einen Mehrwert schaffen soll. Problem ist, es gibt ganz, ganz viele Plagiate, Placebos, in der Kunst auch. Der Name Beltracchi ist heute noch nicht gefallen. Ein hervorragender Täuscher. Es gibt eine fantastische Dokumentation. Ein wirklich malerisches Genie hat einfach Bilder nachgemalt, hat sie auf eine derartig perfekte Art gezeichnet und derartig dilettantisch im Grunde genommen mit Insignien versehen. Und er hat den kompletten Kunstmarkt im Grunde genommen piratisiert. Das Gleiche ist auch mit Streichinstrumenten passiert. Es gibt Banken, die haben sich ein dreistelliges Millionenei ins Nest gelegt. Der Gegenwert war minimal kleiner. Worum geht es also? Genau das aufzubrechen. Und warum stehe ich hier als Anwalt und Investmentbanker und was auch immer und rede von Streichinstrumenten? Weil ich mich selbst damit befasse. Und da haben wir angefangen, im Grunde genommen, uns mit dem Asset viel, viel intensiver zu befassen. Eine eigene Datenbank aufzubauen. Das waren Bücher. 177 Bücher zu Preisentwicklungen, die keiner versteht. Es gibt eine linke Seite, es gibt eine rechte Seite und irgendwo dazwischen ist der Wert zu allokieren. Warum ist das so? Ich habe es nie verstanden. Bei jedem Versuch, es zu tun. Ich bin gereist nach London, habe mir Auktionen angeschaut. Im Hinterraum gab es wunderbare Filetstücke, Premium-Produkte in einem Private Placement zu Preisen, die keiner verstanden hat. Und die Karkassen haben sie im Rahmen der öffentlichen Auktion bekommen. Ist alles ein bisschen ketzerisch, aber genau so hat es sich mitunter ereignet. Und die Preise bewegten sich auch. Und all das, dieser ganze Malus, bezieht sich nicht nur auf die Streichinstrumente. Wir sprechen von Real-World Assets, also physische Vermögensgüter. Sie werden später noch sehen, warum all das, was ich jetzt gerade anhand des Beispieles der Streichinstrumente beschreibe, warum wir uns mit diesem wunderbaren Instrument befassen dürfen, sich anwenden lässt auf all die anderen Assetklassen, die es sonst noch gibt. Oldtimer, Kunst im weitesten Sinne, wahnsinnig spannend, zeitgenössische Kunst, historische Kunst, wie wird das alles ergriffen? Und das ist das, was wir uns im Auftrag gemacht haben. Was wir gemacht haben, war, mit der Gründung im Grunde genommen, uns mit einem Instrument befassen zu dürfen, was wir uns wirklich gewünscht haben. In klanglicher Art konnten Sie sich schon von überzeugen. Sie können sich von der Monographie überzeugen, die liegt dort hinten aus und Sie sehen auch noch, wie wir in unserer App im Grunde genommen diese Monographie auf die Blockchain gebracht haben. Kurzum, dieses Produkt, dieses Asset ist in einer Form dokumentiert, die im Grunde genommen kaum vergleichbar ist. Warum eigentlich nicht? Wenn ich irgendjemand, Martin, ich nehme dich jetzt als Beispiel, wir gehen gemeinsam in die Garage und ich versuche dir das Auto zu verkaufen, das ich nicht habe. Was möchtest du von mir haben? Höchstwahrscheinlich den Fahrzeugbrief, einen Fahrzeugschein und was noch? Ein Scheckheft.
Es wird Kunst mitunter verkauft, da gibt es einzelne Dokumente. Mein erstes Cello, das ich kaufte, basierte, das ist ein Beispiel, so ist es nicht immer, auf einem einzigen Dokument. Handschriftlich von Person A, ausweislich dessen Meinung dieses Cello zugewiesen wird der Person B und aus dem Jahr C stammt, mit Bildern, die einfach draufgeklebt wurden, gestempelt wurden und darunter stand ein Wert. So einfach ist es also. Auf Grundlage dieses Dokuments bekommen Sie ein Wertversicherungsgutachten. Da ist so im Grunde genommen die Verlustprämie für Fall der Beschädigung des Verlustes mit dabei. Worauf will ich hinaus? Dieses Asset, dieses wunderbare Instrument, ist in einer Form dokumentiert, von dem wir glauben, dass das der Marktstandard sein muss. Dendrochronologische Gutachten, computertomografische Gutachten, einmal komplett durchgescannt. Und genau das zu verwenden, genau diese Daten zu verwenden, die auf die Blockchain zu bringen. Unsere gemeinsame Reise. Denken Sie mit, übertragen Sie genau das, was wir hier versuchen darzubieten, was die Panelisten schon gemacht haben, nicht nur auf Streichinstrumente, sondern auf Real-World Assets insgesamt. Diese Begriffe, Intransparenz, Ineffizienz, Zentralität und Misstrauen, muss ich nicht mehr erläutern, haben Sie schon gehört. Das ist der klassische Malus. Die Antwort gespiegelt durch ganz brillante Begriffe wie Transparenz, Effizienz, Dezentralität und Vertrauen. Sie merken, wir haben uns mit dem Thema in einer unfassbaren Tiefe auseinandergesetzt. Was ich damit meine ist, so einfach ist es tatsächlich. Das ist der Malus dieser Assetklasse, das ist der Malus aller Alternative Assets. Und wenn man das bündelt, dann kommen wir wozu? Eine Vision. Blockchain-Technologie. Blockchain-Technologie, um ein Geschäftsmodell aufzubauen? Nein. Geschäftsmodell unter Einsatz der Blockchain-Technologie bringt uns zu etwas. Von mir werden Sie niemals etwas hören wie Disruption. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Geschäftsmodelle, bei denen man behauptet, morgen dreht sich die Welt andersrum, selten welche gesehen. 5% vielleicht mal eine Schraube nach rechts drehen und einen Fluss zu ermöglichen, kann sehr viel ändern. Und genau das ist das, was wir wollen. Rechtssicherheit, Dezentralität, Real-World Assets und dann Schaffung von all den Begriffen, die Sie gehört haben. Warum? An dessen Ende könnte die Liquidität stehen. Dieser Streichinstrumentemarkt dreht sich alle 32 Jahre einmal. Werden wir aus einem illiquiden Markt einen liquiden Markt machen? Einen liquideren auf jeden Fall. Warum? Weil Verständnis, Daten, all das, was gesagt wurde, das ist, was maßgeblich ist für die Entwicklung eines Marktes, für das Verständnis eines Assets. Bridging the Physical and Digital. Relativ einfach. Also, worauf wollen wir hinaus? Auf der einen Seite ein Asset, auf der anderen Seite Blockchain. Wie kombiniert man es? Was wir gemacht haben, ist, dieses Cello wirklich zu analysieren, Parameter zu suchen, Vergleichbarkeit zu schaffen, zu überlegen, ob diese Parameter so allgemeingültig sind, dass sie übertragen werden können. Und wenn ja, reicht es, um ein Asset zu erfassen und Liquidität zu ermöglichen, um dann einen Token zu minten. Denn das Minten des Tokens wurde vorhin schon gesagt in Panel Nummer 1, in den Token kriegen Sie alles rein. Wir können alles im Grunde genommen faktisch tokenisieren. Die Frage ist nur, mit welchem Nutzen und welche Stakeholder haben wir bedacht. Ich komme nachher zu den Stakeholdern, weil das ganz, ganz maßgeblich ist. Wir haben von institutionellen Investoren gesprochen, von semi-institutionellen Investoren. Mir geht es auch um die Versicherungsbranche und ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Sie werden vielleicht nachher im Get Together die Möglichkeit haben, sich mit 2 Vertretern einer Versicherung auseinanderzusetzen, die ich zuletzt in Köln traf und mit dessen CEO ich mich lange unterhalten durfte zum Thema, wie schaffe ich es eigentlich, ein Asset so zu greifen, dass es risikoadäquat bepreist werden kann und vor allem bei Bildern, und da kommen wir auch noch zu, interessiert wenig, wenn das Bild an der Wand hängt, das war ganz hervorragend erklärt, sondern wie kommt es überhaupt dorthin? Und was haben wir kreiert? Ein Digital Passport. Jeder von Ihnen hat ein Ausweisdokument, ausweislich dessen, als es eine Zuweisung gibt zu einer Person. Genau das haben wir übertragen. Wie haben wir es gemacht? Indem wir eine Token-Konstruktion konzipiert haben und was machen? Die Dokumentation, das, was ich Ihnen im Hinblick auf dieses Asset erklärt habe. Alle Dokumente, die bringen wir auf die Blockchain. Aber die Frage ist, warum? Warum wollen wir das erreichen? Stellen Sie sich vor, Sie haben in einem Dokument oder in einem Telefon, in einem Token genau die Möglichkeit, auf diese Dokumente zuzugreifen. Sie schaffen Transparenz, Sie haben Transparenz, Sie schaffen Vergleichbarkeit, vielleicht sogar Handelbarkeit. Und das alles bestätigt durch Experten. Nicht wir sind diejenigen, die die Daten nach oben bringen, sondern wir haben ein System konzipiert, bei dem wir im Grunde genommen Request and Approval haben. Wir erklären es Ihnen gleich, beziehungsweise ein professioneller Sprecher, der unser Company-Video eingesprochen hat, würde es Ihnen erklären. Der eine deutlich charmantere Stimme hat als ich. Was wir dann machen, ist zu verbinden, den Token, Real-World Asset und den Token. Und zwar so, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt. Warum ist das wichtig? Weil im Grunde genommen am Ende dessen, was stehen kann, Non-Fungible Token, diese Zuweisung 1:1, wenn es uns gelingt, diese Dokumentation in einen Token zu bringen und ihn zu befüllen und dass die zweifelsohne einem anderen Asset zuweisbar sein wird, gibt es keine Plagiate mehr. Das ist kaum noch zu schaffen. Warum? Asset Management und eine eigene Datenbank. Sie kuratieren ihr eigenes Asset. Und warum wollen wir diesen Digital Passport? Warum steht jetzt hier so etwas wie ESG-Rating?
Wir hatten vorhin ja das Thema Sustainability. Treibt mich als Anwalt seit Ewigkeiten, treibt mich als Banker seit Ewigkeiten. Was ich nur nicht verstehe ist, es gibt eine Taxonomie und es gibt Rating Agencies. Und im Grunde genommen ist es so, dass jede Rating Agency eigene Gewichtungen hat. In bestimmten Rating Agencies gibt es den Parameter A, der fließt zu 60% ein und bei der nächsten Agency fließt er vielleicht nur zu 50% ein. Aber überall bekommen sie irgendwas ausgewiesen. Von wem? Von zentralisierten Entitäten, die im Grunde genommen sagen, ausweislich meiner Annahme hast du ein Doppel-A-Rating. Ist das wirklich richtig, auf diese Zentralität abzustellen oder geht es um die Dezentralität? Und welchen Vorteil brächte die Dezentralität? Und was wäre, wenn wir genau das schafften, nämlich diese Zentralität aufzubrechen und diese Dezentralität zu schaffen? So, und wenn ich also auf der einen Seite für den Geigenbauer die Provenienz, die historischen Daten abtragen kann und bündeln kann und das für Echtzeitdaten auch mache, ich einen Container habe, in dem Sie alle Daten reinlegen, was erreichen Sie dann? Transparenz? Idealerweise ja. Effizienz? Vergleichbarkeit? Ich denke schon. Und wenn Sie all das zugrunde nehmen und dann irgendwann eine sich selbst füllende Datenbank haben, die fortwährend wächst, dann schaffen Sie eine Vergleichbarkeit. Und wenn wir mal an ein Fondsmodell denken, vielleicht ist das tatsächlich die Basis, um irgendwann einen Index stellen zu können, weil Sie nämlich Daten generiert haben. Daten unterschiedlichster Art. Dazwischen, und das ist die entscheidende Rolle, wir hätten kein Interesse daran, wenn wir sagten, schickt den Datenpunkt hoch und bring da ihn in diesen Token hinein. Das hätte keinen Mehrwert. Diese Dezentralität von dem Datenowner und dann noch verifiziert mit so einer Art Second Layer, das ist das, was wir konzipiert haben. Wir starteten mit der Annahme, ein Asset zu tokenisieren aus dem Bereich Streichinstrumente und wollten als nächstes in den Kunstbereich rein. Und dachten zunächst große Unterschiede zu sehen. War gar nicht so. Wir haben uns dann auseinandergesetzt mit dem Thema Classic Haas. Auch da ist immer wieder das gleiche Problem. Zu welchem Anteil ist im Wagen überhaupt original? Woher kommt das Teil? Wie fließt es zusammen? Wir stehen am Anfang. Vorhin wurde ja auch gesagt, wo steht gerade im Grunde genommen der Maturitätsgrad des Web 3.0? Was war mit dem Internet früher? Wie hat es sich weiterentwickelt? Und was wir glauben, geschaffen zu haben, ist, es wird eine Welle kommen, aber wir haben unsere Bretter nicht an einer Stelle positioniert, sondern haben sie gestreut. Gestreut deswegen, weil wir glauben, dass diese Ansätze genau für diese Asset-Klasse Reward Assets zur Anwendung kommen wird. Und jetzt, eine wahnsinnig lange Herleitung, ich liebe Monologe, kommt das, was hoffentlich noch mehr Klarheit bringen wird, nämlich, und so funktioniert unsere App. Wir sind Vaunten, ein führendes Fintech-Unternehmen. Wir bieten innovative und einzigartige Blockchain-basierte Tokenisierungslösungen für hochwertige physische Vermögenswerte von Weltrang und weisen den Weg für die Verknüpfung der physischen mit der digitalen Welt. Diese Brücke schlagen wir mit unserer D-App. Und so funktioniert unsere D-App. Der Eigentümer eines physischen Vermögenswerts meldet sich über seine Wallet in unserer D-App an, authentifiziert sich mit seinen persönlichen Daten und einem Ausweisdokument. Nach erfolgter Verifizierung und Freischaltung stehen ihm alle Funktionen der D-App zur Verfügung. Nun beginnt für den Eigentümer sein persönliches Blockchain-basiertes Asset Management. Dies beginnt mit der Erstellung des Digital Passports, der technisch betrachtet ein NFT ist. Dieser wird zu einer umfassenden Datenbank aufgefüllt, welche Echtheitszertifikate, Zustands-, Wert-, Wertversicherungs-, dendrochronologische und computertomografische Gutachten, Lagerhistorien, hochauflösende Bilder und 3D-Modelle beinhaltet und auch das Eigentumsrecht umfassen kann. Hierdurch ist die Provenienz des physischen Vermögenswerts auf die Blockchain übertragen. Alle Dokumente und Daten werden von Experten verifiziert und anschließend Teil der Datenbank. Unsere NFT-Infrastruktur ermöglicht darüber hinaus auch die Speicherung von Echtzeitdaten wie Konzerte, Reparaturen und Wartung sowie die Erweiterung um alle relevanten Zertifikate wie Gutachten, Bilder oder 3D-Modelle. Hierzu werden zum NFT des Eigentümers Rollen-NFT gemintet, die mit dem NFT des Eigentümers interagieren und diesen mit Informationen befüllen. Auf diese Weise verknüpft der Eigentümer die Rolle des Instrumentenmanagers, der im Auftrag des Eigentümers handelt, das Instrument betreut und weitergibt. Der Manager verknüpft wiederum weitere Rollen, wie zum Beispiel Geigenbauer, Aussteller oder Musiker. Der Musiker nutzt unsere D-App, um Echtzeitdaten von Konzerten und Auftritten zu erfassen, die dann in den Token des physischen Vermögenswerts eingebunden werden. Dies erweitert kontinuierlich die Dokumentationshistorie des Vermögenswerts um wertvolle Daten.
Die weiteren Rollen in unserer NFT-Infrastruktur funktionieren ähnlich. Die Informationen, die für ihre jeweilige Rolle relevant sind und aus dem realen Leben des physischen Vermögenswerts stammen, werden gespeichert. Durch diese NFT-Infrastruktur entsteht eine dynamische, ständig wachsende Datenbank für den physischen Vermögenswert. Hierdurch schaffen wir einen Goldstandard für die Tokenisierung physischer Vermögenswerte und veredeln diese auf noch nie dagewesene Weise. Bridging the Physical and Digital. Ihr Fountain-Team. Wir haben es versucht runterzubrechen auf das Wesentliche. Die Rollen, die Sie gesehen haben, funktionieren genauso wie die im Grunde genommen ins Zentrum geriet und erläutert wurde. Und diese Rollenarchitektur, diese Infrastruktur, trägt diesem philosophischen Ansatz der Blockchain-Technologie Rechnung, ist juristisch so umgesetzt, dass er wirklich funktioniert. Darunter befinden sich Smart Contracts und ist anwendbar auf die Assetklassen, von denen wir gerade schon kryptisch gesprochen hatten. Nutzen für die Stakeholder, und das ist ganz wesentlich. Handelbarkeit, das habe ich so häufig gehört. Es geht immer um Handelbarkeit. Das ist das, was ich ja eingangs auch versuchte, irgendwie anzudeuten. Die Tokenisierung ist hervorragend. Das Ziel der Tokenisierung soll die Handelbarkeit sein. Ja, ich glaube, sie kann die Handelbarkeit erleuchten. Sie kann sie ermöglichen. Das Problem ist nur, wenn wir von Real-World Asset sprechen, was bringt Ihnen die Handelbarkeit, wenn Sie das Underlying, also das Asset, das in dem Token ist, nicht verstehen? Sie haben die Illiquidität des Token bzw. des Underlyings und transportieren dieses Underlying in ein Token und nur weil der Token handelbar ist, soll das Underlying verständlicher sein? Das funktioniert nicht. Nach meinem Dafürhalten wird es nicht funktionieren. Die Eigentümer und die Instrumentenmanager, die wir versucht haben darzustellen, haben einen Vorteil, weil sie im Grunde genommen was bekommen? Eine zentrale Datenbank, die nicht zentral ist, sondern sich dezentral aufbaut, in dem alle Informationen da sind. Musiker und Künstler, das was Christian versucht hat zu erklären, werden mit berücksichtigt. Bei Real-World Assets was ganz Entscheidendes, weil sie im Grunde genommen Kunst fördern können, Künstler fördern können, den Musiker den Zugriff auf das Instrument erlauben und der Eigentumswechsel könnte einhergehen. Aussteller, Geigenbauer, Investoren insgesamt, Auktionshäuser und Versicherungen, das sind die maßgeblichen Profiteure des Ganzen. Mit dieser Funktion ist es uns gelungen, eine standardisierte Tokenlösung zu finden und die etwas ermöglicht in Bezug auf das Asset, nämlich das Tracking und das Mapping, was wieder für die Versicherung wichtig ist, weil sie im Grunde genommen Folgendes schaffen können, das Asset zu verbinden mit dem Token und wenn sie es schaffen, museale Besucher, Konzertbesucher mit diesem Token ihrerseits zu verbinden, dann verfolgen sie dieses Token, dieses Asset Stück für Stück. Diese alternativen Vergütungsformen, das was Christian vorhin sagte, nämlich für den Künstler eigenes Partizipationsrecht zu haben. Die Wertentwicklung ist maßgeblich davon getrieben, dass es gespielt wird, den Künstler daran zu beteiligen, ist auch möglich. Und der philanthropische Ansatz. Die Stiftung, mit der wir arbeiten, hat einen philanthropischen Ansatz. Und das sind die nächsten Projekte. Das heißt, wir sind auch nicht nur dieses klassische One-Hit-Wonder, sondern nach diesem Stradivari-Instrument kommt eine Guadagnini. Das ist ein Instrument aus dem Jahre 1776 mit einem Wert im einstelligen Millionenbereich. Der Wert dieses Instruments liegt deutlich höher. Danach kommt eine Stradivari-Geige, dann kommt noch eine Stradivari-Geige und hier ein Projekt, das von besonderer Relevanz sein wird, weil es sich in einem Museum befindet. Und die Frage ist dann Token, Asset, Museum, was kann man damit machen? Die Verbindung miteinander, Datenpunkte zu generieren. Und der Vorgriff, nicht nur Streichinstrumente, sondern rein in reale Kunst. 2 Gemälde von Anselm Kiefer, unfassbar spannende Bilder, unfassbar große Gemälde, irgendwie 3,30 Meter mal 5,70 Meter. Sie stehen davor und sind gänzlich erschlagen. Unser System, unsere Infrastruktur ist anwendbar darauf. Und worauf wollen wir weitergehen? Wie geht unsere Reise weiter? Die DApp 2.0. Wo stehen wir jetzt? Unsere DApp funktioniert. Wir können Assets tokenisieren aus dem Bereich Streichinstrument und Kunst. Und bis zum Ende des Jahres, wenn wir die App so ausgebaut haben, dass wir Alternative Assets reinziehen können, bei denen wir glauben, dass die Parameter identisch sind, dass wir diese Infrastruktur, die wir generiert haben, darauf anwendbar machen können und im Grunde genommen uns dann bei Real Estate ausprobieren werden. Ausprobieren werden bedeutet bei Real Estate Eigentum, ja, schön und gut, aber es geht wieder um die Dokumentation. Energieausweise und alles, was dazugehört. Gegenstand einer solchen Tokenlösung, gar kein Problem. Bei Classic Cars, bei Booten, bei Diamanten wird es auch funktionieren. Und das ist das, was wir bis zum Ende des Jahres umbauen werden. Und das ist das, was noch kommen wird, nämlich ein Third Layer. Vorhin haben wir von Demokratisierung gesprochen. Ich halte den Begriff von Demokratisierung in der Kunst, so wie er bislang angewandt wird, für nicht richtig. Aber die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, ihn auf die Besucherebene runterzubringen? Und worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes.
Thomas und ich waren neulich in einem Museum und haben uns ein Kunstexponat angeschaut. Warum können wir uns mit diesem Kunstexponat nicht verbinden? Warum können wir nicht beispielsweise ein Votum abgeben, ob wir dieses Gemälde mögen oder nicht? Warum ist es nicht zum Beispiel so, wenn Sie Teil einer Ausstellung sind, dass Sie vielleicht 5-mal "Ich mag es" abgeben dürfen für 100 Exponaten und dass Sie so Daten sammeln können, die im Grunde genommen relevant sind? Was sagt der Besucher wirklich? Könnte das dazu beitragen, die Kunst zu erklären? Denn ich habe bis heute eine Sache nicht verstanden. Bestimmte Assets werden in Europa zu Preisen gehandelt, die in Asien nicht gelten und die in Amerika schon gar nicht gelten. Aber wir reden vom selben Asset. Solche Assets werden mitunter ganz, ganz anders gesehen, auch von den Künstlern und vor allem von den musealen Besuchern und sonstigen Besuchern. Das heißt, die Assets runterzubringen auf die Ebene des Besuchers, des Konsumenten, des Operngängers, des Konzertbesuchers oder des Museumsgängers, sich damit verbinden zu können und auch einen Datenpunkt hinterlassen zu können. Jeder von Ihnen könnte einen solchen Token haben. Jeder von Ihnen könnte sich mit einem solchen Asset verbinden. Diesen Token, diese Verbindung gibt es einmal. Dieses Votum gibt es einmal. Und genau diese Ebene auch damit draufzubringen, das ist das, worauf wir hinarbeiten. Wir sind den ersten Weg gegangen, dahingehend, dass wir die Lösung nach unserem Dafürhalten gefunden haben, die im Grunde dazu beiträgt, dass, wenn ein Token gehandelt wird mit einem Asset, das darunter liegt, das Asset verstanden wird. Und das wird der Ansatz sein. Dezentral, transparent, effizient, weil unvergleichbar. Und das soll das auflösen, wovon jeder träumt: Liquidität in illiquiden Märkten. Hier die Roadmap für die nächsten 2 Jahre. Product Launch haben wir heute gemacht. Marketing Rollout, zufällig war gestern die Internetseite fertig und wurde live geschaltet. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, war lange, lange orchestriert. Die Umsetzung der Projekte, die wir Ihnen gerade gezeigt haben. Und Vertrieb, es geht jetzt demnächst wirklich auf Reisen, Dachregion, Italien, Großbritannien ist erstmal der Schwerpunkt. Launch der D-App 2.0, das, was ich Ihnen gesagt habe. Und Internalisierung. Wir sind bislang 3 Gründer, funktionieren hervorragend. Sven, du hast vorhin von einem breiten Gründerpool gesprochen, von Leuten mit Expertise. Wir bringen sie mit. Wir sind da breit genug aufgestellt, aber wir sind jetzt so weit, dass wir in Breite und Tiefe wachsen müssen und Projekte, die wir bislang nach außen gebracht haben, teilweise noch außen lassen werden, aber die werden wir auch reinbringen wollen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für die Fahrt, die Sie auf sich genommen haben, für die anregende Diskussion, für all das, was jetzt da hinten noch geschehen wird. Und an dieser Stelle Thomas, Rick, was Joachim vorhin sagte, Teil des Ganzen zu sein. Und genau das sind wir. Teil eines Konstruktes, das wir Fountain nennen. Thomas, unser CFO, und Rick, unser CTO. Herzlichen Dank.